Willkommen zu Episode 2 unserer Reise in den Oman. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Episode erreichen wir auch den Oman. Nachdem wir Kuwait verlassen hatten, fuhren wir nach Süden entlang der saudi-arabischen Küste an Bahrain und auch an Katar vorbei, fuhren dann in die Arabischen Emirate, besuchten Abu Dhabi und fuhren dann weiter nach Dubai, wo wir sehr, sehr gute Freunde trafen und die Zeit mit ihnen verbrachten. Und schließlich, zum Schluss dieser Episode, fuhren wir dann noch hinein in den Oman. Nach 2 Nächten in Kuwait verlassen wir dieses kleine, moderne Land wieder, in dem wir vor 26 Jahren gelebt hatten und in dem auch unser Sohn Dani geboren wurde. Unser erster Stellplatz in Saudi-Arabien liegt kurz hinter der Grenze. Ja, wir sind hier in Saudi-Arabien angekommen, nicht weit von der Grenze zu Kuwait. Gestern Abend sind wir rübergefahren. Hat ein bisschen gedauert, weil da war ganz schön viel Verkehr. Aber die Leute waren freundlich, wie überall im Moment, oder hier in der Gegend. Wir haben jetzt hier an der Corniche übernachtet. Ein sehr schöner Ort, leer im Augenblick, also es liegt wahrscheinlich daran, dass es Dezember ist, denn hier gibt es einen sauberen Strand, super Strand, Sand, herrlich, das Wasser klar. Also man könnte denken, man wäre ja auf den Malediven oder wo. Ich war noch nie auf den Malediven, aber so fühlt sich's an hier. Wir genießen das hier. Ruda arbeitet im Augenblick im Auto ein bisschen. Ich werde jetzt den letzten Film noch weiter schneiden und am Nachmittag werden wir wahrscheinlich weiterfahren. Nach 2 Tagen an diesem erholsamen Stellplatz fahren wir in Saudi-Arabien am Meer entlang und an Bahrain vorbei bis zu einem Küstenstellplatz, der 10 Kilometer entfernt von Katar liegt. Ja, das ist jetzt hier die 2. Nacht in Saudi-Arabien. Ein Riesenstrand, wunderschönes Wasser und starke Sonne und starker Wind. Wir werden heute wahrscheinlich bis zu den Emiraten fahren, morgen ein bisschen weiter und übermorgen in Dubai sein. Das ist unser Ziel. Unsere Lampe im Fahrzeug ist wieder angegangen, das ist leider so. Wir werden in Dubai nochmal eine Werkstatt aufsuchen, aber der Wagen fährt ganz normal. Also ich habe das Gefühl, es läuft alles, es sind nur die Sensoren, die ein Problem machen. Ich kenne mich ja nicht aus. Aber wir fahren weiter, weil es klappt wunderbar. Und schauen wir mal, wann wir in Dubai ankommen. Wahrscheinlich, wie gesagt, übermorgen. Im Hintergrund seht ihr Rodi. Und hier ist der Strand. Ja, hier nochmal der Stellplatz. Also dieser Stellplatz ist wirklich hervorragend. Es gibt frisches Wasser. Wenn wir Strom wollten, gäbe es sogar Strom. Und gut, wir haben genügend Energie durch die Sonne. Also wir brauchen den Stromanschluss nicht, aber das Wasser war schon vorteilhaft. Jetzt Brody. Schauen wir mal rein, was Tiroler so macht. Was soll sie anderes machen? Sie arbeitet. Diesmal im Stehen. Ja, ein bisschen probieren diese, wie heißt das? Steharbeitsplatz, ja, genau. Steharbeitsplatz. Aber mit Blick dann auf das Meer. Mit Blick Ja, wie war's? nach draußen. Schön, aber sehr sonnig. Ja, ich sehe schon. Aber windig, hier ist der Wind richtig. Ja, sehr stark. Haben wir einige Kämpfer gesehen, gesprochen und dabei gelernt, dass es in Saudi-Arabien und in den Golfländern ziemlich verbreitet ist, sich mit Freunden zu treffen und in der Wüste auf Tour zu gehen. Es bleibt aber eine Männerdomäne. Diese Camper gehören alle einer solchen Gruppe an.
Wir fahren entlang der Grenze zu Katar und überqueren die saudi-arabische Grenze zu den Arabischen Emiraten. Unser erster Stellplatz befindet sich gleich hinter der Grenze und am nächsten Tag fahren wir weiter nach Abu Dhabi. Ja, wir sind hier in Abu Dhabi, das ist unser Stellplatz für die Nacht, relativ zentral gelegen, direkt an der Shopping Mall, aber es soll ruhig sein in der Nacht. Wir haben jetzt wieder das Problem mit der Scheibe. Der Riss, der im Irak repariert worden war, ist jetzt doch wieder aufgesprungen bzw. hat sich vergrößert. Wir waren heute bei einem Scheibenreparaturdienst oder wie auch immer sich das nennt. Und der hat gemeint, eigentlich kann man nur die Windschutzscheibe auswechseln. Man kann nicht einen so langen Riss reparieren. Jetzt ist es kein Risiko, sagt er, wenn wir mit dem Riss weiterfahren. Der geht halt dann über die Windschutzscheibe an der Fahrerseite. Könnte noch größer werden. Seit den letzten 200 Kilometern ist er nicht größer geworden. Also haben wir vielleicht Hoffnung, dass er stagniert oder stehen bleibt. Die wollen uns ein Angebot machen und in Dubai könnten wir das dann eventuell wahrnehmen, ein neues Fenster. Aber ich weiß noch nicht, kommt auf die Kosten drauf an, die anfallen würden. Schauen wir mal. Jetzt, morgen fahren wir weiter nach Dubai. Wir sind hier im Abu Dhabi Heritage Village. Das ist so ein altes Dorf, das wieder hergerichtet wurde und das zeigen soll, wie die Leute hier sogar noch bis in die 60er Jahre gelebt haben. Das ist eigentlich das Faszinierende, denn der Riesenunterschied im Hintergrund, die großen Hochhäuser, die moderne Stadt Abu Dhabi. Ja. Und 1960 war es noch ein Fischerdorf. Ja, das war sehr interessant, das Bild. Ja. Ganz kleine Hütten, glaube ich. Ja, ganz oder kleine Zelte. Hütten, arme Leute. Und dann alles in die Höhe geschossen. Genau, also es war ein sehr interessanter Ort. Also jetzt nicht hochtragend, aber sehr einfach, sehr interessant. Nicht 1000 von Jahren alt. Genau, nicht 1000 von Jahren alt. Ja, aber das ist ja gerade das Interessante, dass das Ganze so wenige Jahre her ist und dass sich die Welt hier so total verändert hat. Ja. Von Abu Dhabi fahren wir dann nach Dubai, wo wir die kommende Woche bei unseren Freunden Yola, Dani und Familie unterkommen und auch unsere guten alten Freunde Mohammed mit Familie und Rafa aus Damaskus besuchen werden. Wir sind hier im Apartment der Eltern unseres Freundes Dani hier in Dubai und seine Mutter hat uns hier ein wunderbares Frühstück, Late Breakfast, bereitet. Das ist Fatte
Ein typisches Frühstück der Region in Syrien in den Bergen. Und wir freuen uns richtig darauf. Die Runa macht das auch manchmal. Aber hier ist wirklich original. Schauen wir mal, wie es ausschaut. كتير ماما بدك لا لا بدي الصغار انا كنت عامله اشيل لك الصحن اسهل بالصوت. Und das hier ist nun Rulas Arbeitsplatz in Dubai. Auch schön. Definitiv. Okay, please help yourself. حلبي. Thank you very much for this invitation. Mit unseren Freunden Dani und Hasen sind wir am späten Abend noch zum sogenannten Global Village gefahren, um Mohammed zu treffen, der dort zusammen mit seiner Frau einen Stand mit Damenbekleidung betreibt. Das Global Village ist ein Ausstellungs-, Verkaufs- und Vergnügungspark, der draußen und deshalb auch nur im Winter bei moderaten Temperaturen stattfindet. Das hier ist jetzt der Shop von Mohammed.
You want to give me 300 خلاص. مشكلة إنه ما معي وإلا أنا I don't like to bargain usually I never bargain. This one used for long times. This one used just for one time. So, Jens hat jetzt gerade wieder ein Geschenk bekommen. Einfach so. Mach das auf, schau mal. Okay. Oh wow, ein VIP Parfum oder ja, Eau de Parfum. I hope it's unisex. Nach einer ereignisreichen Woche in den Arabischen Emiraten fuhren wir dann weiter in den beschaulichen Oman. Rowdy in Dubai. Jumeirah Village Circle. Ready to be on the road to Oman. Auf Wiedersehen! Bye, safe trip! Thank you for coming! So, wir sind jetzt in Oman angekommen, sozusagen unsere finale Destination. War wirklich schön, hier anzukommen, so wissen, dass das unser so Endziel war. Es ging alles gut, die Grenze war lang, aber problemlos. Es hat nur gedauert. Und jetzt stehen wir hier. Das ist echt nach lange Fahrt ohne Berge, nur flach. Und dann kommt man in so eine Umgebung. Das ist schon beeindruckend. Natürlich ist es so trocken, ist unglaublich, aber bergig, sehr schön. Aber wir wollten auch noch ein bisschen was über Dubai sagen. Wir haben ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu Dubai. Also ich fand Dubai etwas, vielleicht ist das Wort dekadent richtig, also sehr reich, sehr viel zur Show gestellt. Natürlich schön, sauber, alles klar, aber so ganz wohl in der Stadt habe ich mich nicht gefühlt. Allerdings trotzdem würde ich immer wieder nach Dubai kommen, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben dort gute Freunde. Da sind Dani und seine Familie, Jula und die Kinder und natürlich auch Mohammed und seine Familie. Also ganz wohl haben wir uns dort gefühlt bei diesen Menschen. Und deshalb würde ich immer wieder gern nach Dubai kommen. Aber nicht so sehr wegen der Stadt, weil das hat man einmal gesehen, muss man einmal sehen wahrscheinlich, aber das reicht. Wie siehst du das? Ja, ich war sehr begeistert von dem, was erreicht worden ist. Also das ist gigantisch. Wissen, dass alles vor kurzer Zeit nicht gab und dass die Menschen fähig sind, um sowas zu kreieren und zustande zu bringen, das hat mich sehr fasziniert und ich finde das toll.
So, das ist meine Meinung. Ich fand auch die Lichter, diese Glamour, teilweise ist es insane, aber es ist beeindruckend. Ich finde das wirklich, ich bin auch wieder dankbar und sehr glücklich, dass wir das so intensiv erlebt haben. Und natürlich das Allerwichtigste waren die Begegnungen mit den Menschen, die wir sehr, sehr, sehr mögen und lieben. Natürlich, das toppt alles. Aber beide zusammen, das war wunderschön. Deshalb würden wir auch wiederkommen. Genau.